Die UFO-Welle in Frankreich. In den 1950er Jahren erlebte Frankreich eine bemerkenswerte Welle von UFO-Sichtungen, die das Land tief in eine Zeit des Staunens, der Faszination, aber auch der Verunsicherung eintauchen ließ. Bereits 1937 wurde in Frankreich die erste UFO-Sichtung gemeldet, doch ab den 1950er Jahren nahm die Anzahl der Berichte über unerklärliche Himmelsphänomene deutlich zu. Die französische Bevölkerung, von der Nachkriegszeit geprägt und voller Neugier, sah sich immer häufiger mit mysteriösen Lichtobjekten am Himmel konfrontiert, die trotz intensiver Suche und Analyse oft nicht rational erklärt werden konnten. Das französische Weltraumforschungszentrum CNES dokumentierte im Laufe der Jahrzehnte rund 1600 Meldungen von UFO-Beobachtungen durch etwa 6000 Personen landesweit. Viele dieser Berichte stammen aus der Zeit der 1950er bis 70er Jahre, als besonders in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg die Augen gen Himmel gerichtet waren. Meist handelte es sich um Lichter und Formen, die sich auf ungewöhnliche Weise bewegten oder veränderten. Einigen Zeugen erschien die Flugbewegung so schnell und so unerwartet, dass konventionelle Fluggeräte als Erklärung ausgeschlossen wurden. Ein exemplarischer Fall, der in das kollektive Gedächtnis der UFO-Forschung einging, ist der Vorfall von Trans-en-Provence aus dem Januar 1981, unmittelbar an die Zeit der Sichtungswelle anschließend. Ein Bauer berichtet dort, wie er auf seinem Feld ein pfeifendes Geräusch hörte, an dessen Quelle eine 2,5 Meter große graue Scheibe lautlos landete. Das Objekt hinterließ Brandspuren im Boden, die später fotografisch dokumentiert wurden, ein Beweisstück, das bis heute nicht zufriedenstellend erklärt werden konnte. Die französische Gendarmerie begann in den 1950er Jahren systematisch UFO-Meldungen aufzunehmen und an die Luftstreitkräfte weiterzuleiten. Die Behörden reagierten darauf mit wachsendem Interesse und richteten schließlich 1977 die offizielle Studiengruppe GEPAN ein, deren Aufgabe es war, nicht identifizierte Luftphänomene systematisch zu untersuchen. Die Leitung übernahm damals der renommierte Astrophysiker Claude Puer. In ihren ersten Jahresberichten sprach die Gruppe in vielen Fällen von Phänomenen, die sich wissenschaftlich nicht erklären ließen. Ein großer Teil der gemeldeten Vorfälle blieb offiziell ungelöst. Die Sichtungen waren vielfältig. Augenzeugen berichteten von leuchtenden Scheiben, sich schnell bewegenden Lichtern, manchmal in ungewöhnlichen Formationen. Sie beschrieben Bewegungen, die der bekannten Flugphysik widersprachen. Viele schilderten, dass diese Objekte lautlos durch den Himmel glitten oder fast wie lebendig ihre Form veränderten. Ein Zeuge erinnerte sich, das Licht war kein gewöhnlicher Scheinwerfer. Es schwebte, drehte sich, erschien mal als Punkte, mal als diffuse Kugeln. Es war mehr als nur ein Flugzeug, etwas Fremdes, das man nicht greifen konnte. Ein Polizeibeamter schlug Alarm, dass sich diese Erscheinungen auch in der Nähe militärischer Einrichtungen zeigten, was die Behörden zusätzlich beunruhigte. Doch trotz aller Bemühungen blieb die Phänomenologie oft mysteriös. Im Laufe der Zeit gab es öffentliche Debatten und auch Skepsis. Kritiker führten die Sichtungen oft auf natürliche Phänomene zurück, Meteore, atmosphärische Reflexionen oder Fehlinterpretationen konventioneller Fluggeräte. Dennoch wurden viele Fälle mit größter Ernsthaftigkeit von Fachleuten untersucht. Jean-Jacques Velasco, eines der bekannten Gesichter der UFO-Forschung in Frankreich und späterer Leiter von CEPRA, äußerte sich wiederholt darüber, dass ein signifikanter Bereich von Fällen bis heute unerklärt sei und dass zumindest einige davon auf eine Technologie hindeuten könnten, die über das bis dahin Bekannte hinausgeht. Diese Untersuchungen gingen einher mit einer öffentlichen Faszination, die in französischen Medien immer wieder behandelt wurde. Die Berichte, Interviews mit Augenzeugen und wissenschaftlichen Experten und die Veröffentlichung von Archivmaterialien machten bald Frankreich zu einem der Länder mit einer der bestdokumentierten UFO-Historien weltweit. Die Transparenz des CNES, das dem öffentlichen Zugriff seine umfassende Dokumentation gewährte, sorgte für eine beispiellose Datenbank, die Forscher, Journalisten und Neugierige weltweit beschäftigt. Die Atmosphäre der 1950er Jahre war geprägt von einer Mischung aus Nachkriegsangst, technologischem Fortschritt und einem wachsenden Interesse an Raumfahrt und dem Unbekannten.
Viele Menschen standen vor dem Himmel und wurden Zeugen von Phänomenen, die ihr Weltbild herausforderten. Ein Zeitzeuge berichtete später: Manchmal stand ich draußen und sah eine Art leuchtende Scheibe, die einfach still und lautlos dort hing. Es war befremdlich, aber auch faszinierend. Man fühlte sich klein und staunend zugleich. Insgesamt repräsentieren die UFO-Sichtungen in Frankreich der 1950er Jahre eine bedeutende Phase in der Geschichte globaler UFO-Phänomene. Sie markierten den Beginn systematischer wissenschaftlicher Untersuchungen und begründeten den gesellschaftlichen Mythos um die sogenannten fliegenden Untertassen. Die Kombination aus konkreten Zeugenaussagen, fotografischen Beweisen und amtlichen Untersuchungen macht das französische UFO-Phänomen zu einem intensiven Kapitel, das Forscher bis heute beschäftigt. Die Berichte dieser Zeit legen nahe, dass Frankreichs Himmel damals ein Schauplatz unerklärlicher Ereignisse war, die weit mehr waren als nur flüchtige Lichtspiele. Die Geschichten der Augenzeugen und die dokumentierten Spuren im grünen Frankreich bleiben ein faszinierendes Mysterium, eingebettet in eine Ära, in der die Welt erstmals auf unheimliche Weise spürte, dass sie inmitten einer größeren, unbekannten Realität stand. Im Herbst des Jahres 1954 befand sich das kleine Dorf Chabeul im Departement Trou am Mittelpunkt einer der wohl rätselhaftesten und spektakulärsten UFO-Begegnungen Frankreichs. An jenem 26. September, einem milden Sonntag, änderte sich das Leben der Bewohner an diesem ansonsten ruhigen Landstrich spürbar. Es war Lucette Leboeuf, eine zurückhaltende, aber lebensfrohe Frau mittleren Alters, die, wie sie später berichten sollte, eine Begegnung hatte, die ihre Wahrnehmung der Welt für immer verändern sollte. Lucette, eine einfache Bäuerin mit einem ausgeprägten Sinn für das Alltägliche, war an jenem Tag auf dem Feld bei Maisarbeiten, als sie plötzlich etwas bemerkte, das alles andere als gewöhnlich war. Mit großen Augen und einer Stimme, die vor Erschütterung zitterte, beschrieb sie später: Zuerst dachte ich, es sei ein seltsames Bündel in Zellophan, wie ein verfahrenes Kind, kaum größer als ein Säugling. Doch so bizarr diese Beobachtung anmutete, wurde sie umso beängstigender, als sie sich dem Objekt näherte und merkte, dass es sich bewegte, oder vielmehr, als ob ein Lebewesen darin gefangen wäre. Ich wollte schon weggehen, aber mein Herz raste so heftig, dass ich stehen bleiben musste. Da begann ich plötzlich hohes Fieber zu bekommen, fast 40 Grad. Es fühlte sich an, als hätte mich etwas berührt, das mich krank machen könnte. Was Lucette nicht wusste, war, dass dieselbe Nacht seltsame Spuren auf dem Feld hinterlassen würde. Es entstand eine kreisförmige Fläche von etwa 3 Metern Durchmesser, auf der die Maispflanzen umgelegt und Äste gebrochen waren. Die Dorfbewohner, die am nächsten Morgen die Stelle inspizierten, waren verwundert und alarmiert. Lucettes Hund, ein sonst ruhiger und freundlicher Begleiter, reagierte ungewöhnlich ängstlich und bellte unaufhörlich in Richtung des Feldes. Die Angst des Tieres wurde als ein weiteres Zeichen dafür gedeutet, dass hier etwas Unheimliches vorgefallen war. In den Tagen danach tauschten sich die Bewohner untereinander besorgt aus. Einige erzählten von einem pfeifenden Geräusch, das sich völlig von den bekannten Motorgeräuschen der Flugzeuge unterschied und stundenlang über den Himmel zu ziehen schien. Andere berichteten von fliegenden Scheiben und zigarrähnlichen Objekten, die in der Luft standen oder mit erstaunlicher Geschwindigkeit verschwanden. Besonders bemerkenswert war eine Filmaufnahme eines Pariser Varietés-Direktors, der in der benachbarten Region Arbrel ein solches schimmerndes Objekt am Himmel entlang gleiten sah. Eine Aufnahme, die wieder und wieder in der Presse gezeigt wurde und die Gemüter erhitzte. Eine gewisse Marie-Claire Fournier, eine Nachbarin von Lucette, erzählte später in ruhigem Ton von ihrer eigenen Begegnung. Ich sah eines Nachts eine kleine Gestalt, kaum größer als ein Kind, die in seltsamer Kleidung auf der Straße stand. Anfangs dachte ich, es sei ein Scherz, vielleicht ein vermummtes Kind. Doch je näher ich kam, desto mehr wurde mir klar, dass es etwas völlig Unbekanntes war. Es hatte einen starren Blick und eine Hautfarbe, die ich nicht beschreiben kann. Diese Begegnungen schürten nicht nur Angst, sondern auch Neugier und Verwirrung. Ein weiterer Bauer, Yves David, berichtete von einer noch mysteriöseren Erfahrung, die sich nur wenige Tage vor Lucettes Begegnung ereignet hatte. Yves war für seine bodenständige und ruhige Art bekannt, jemand, den man im Dorf vertraute. Er erzählte, wie er eines Abends bei Vaunuel-sur-Vienne unterwegs war, als er plötzlich eine kleine menschenähnliche Gestalt bemerkte, die wie ein Taucher mit Anzug wirkte. Ich war erschrocken,
denn die Gestalt berührte mich und ich hörte seltsame Laute, die ich nicht verstehen konnte. Ein grünes Licht breitete sich um sie herum und plötzlich stieg das ganze Ding geräuschlos senkrecht in den Himmel. Solche Berichte ließen selbst die skeptischsten Dorfbewohner an der Realität der Phänomene zweifeln. Obwohl intensive Untersuchungen weder verbrannte Pflanzen noch Trümmer fanden, die auf ein irdisches Fluggerät hindeuten könnten, waren die Wissenschaftler ratlos. Das offizielle französische Weltraumforschungszentrum CNES begann erst Jahre später eine Gruppe namens GEPAN zu gründen, die sich mit solchen Fällen systematisch beschäftigen sollte. Doch bis dahin sorgten diese Vorfälle weit über die Grenzen von Chabeöl hinaus für Gesprächsstoff und veränderten nachhaltig die Wahrnehmung über das möglicherweise am Himmel über Frankreich schwebte. Die Beteiligten, allen voran Lucette, blieben in ihren Aussagen glaubwürdig und beharrlich, obwohl sie sich oft mit Spott und Skepsis konfrontiert sahen. »Ich will nur, dass man versteht, was ich gesehen habe«, sagte sie einmal mit Tränen in den Augen. »Es war real, es hat mein Leben verändert.« So bleibt der Fall von Chabeöl nicht nur ein rätselhaftes Kapitel der französischen UFO-Geschichte, sondern auch eine menschliche Geschichte von Furcht, Staunen und der Sehnsucht nach Antworten auf das Unbekannte. Jahrzehnte später wird Lucettes Geschichte weiterhin von Forschern und Interessierten gleichermaßen diskutiert. Ein Symbol für die Geheimnisse, die der Himmel über unseren Köpfen immer noch verbergen könnte.